Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir gucken uns das neue Update Taten und Titel an. Das Ganze ist auf F9 schon verfügbar. Wir haben es jetzt gerade 22:58 Uhr, ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Das meiste wurde schon freigeschaltet heute im Verlauf des Tages, aber wir haben die Chance hier noch die Tränke, Trophäe zu bekommen. Für Bronze in Schimmernd. Ja, die meisten Schimmer-Trophäen sind schon vorbei. Dazu müssen wir ein paar Früchte hier verwandeln und dann können wir uns diese Trophäe freischalten. Das machen wir jetzt gerade mal. So, und da haben wir den Braumeister in Silber, ja, braue Tränke bei der Hexe und dadurch bekommt man hier halt eben, warum ist der in Silber? Ich bin auf Platz 3, eigentlich müsste der in Bronze sein. Also ja, ich weiß noch nicht ganz genau, wie hier alles so 100% funktioniert und ob das alles so spruchreif ist auf jeden Fall. Ne? Aber wir werden uns hier jetzt alles im Detail anschauen. Nur jetzt haben wir erstmal zum Start des Videos gesehen, wie man hier sich zum Beispiel diese Trophäen erstellt. Ich werde nochmal dann nachher zusammenfassen, was ich gut an dem Update finde, was ich schlecht finde und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So Freunde, ich habe mir das Update jetzt ein bisschen angeguckt und reingezogen. Also ich bin auf jeden Fall ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, über das ganze Thema. An sich kann man wieder so sagen, ein absolut geiler Gedanke, der halt wieder leider ein bisschen doof umgesetzt ist, sag ich mal. Ja, das kennt man ja schon mittlerweile von den ganzen Updates, die Shakes and Fidget so rausbringt. Und zwar, was mich halt dabei stört, ist Folgendes. Das Update kam heute auf F9 im Preview-Client raus und ich musste bis 22 Uhr arbeiten, ja, denn ich war den ganzen Tag nicht da, bin jetzt erst kurz nach 10 Uhr irgendwann zwischen 10 und 11 Uhr nach Hause und das Problem ist dabei, dadurch, dass ich den ganzen Tag quasi unterwegs gewesen bin, haben die Leute, die nicht arbeiten mussten oder die zu Hause gewesen sind oder Zeit gehabt haben, haben die Chance gehabt, sich alle Trophäen wegzuschnappen, im Schimmermodus sozusagen. Ich kann mir die normalen Trophäen jetzt immer noch holen, das geht, aber es geht halt eben auch ein bisschen danach, welche Trophäen schimmern und welche schimmern nicht und dementsprechend verdient man sich dadurch halt auch gewisse Ruhmpunkte, ja, denn wenn man sich das hier einmal reinzieht, ich habe das Glück gehabt, heute Morgen, bevor das Update auf F9 gespielt worden ist, hat der Spielstand schon seit heute Morgen um 0 Uhr quasi gegolden, sozusagen. Und ich habe das Glück gehabt, dass heute mein Reittier ausgelaufen wäre. Und dadurch habe ich mir ein Reittier heute Morgen einmal geholt. Einmal habe ich mir den Greifendrachen gegönnt, weil ich den brauchte. Ja? Und dadurch hatte ich das Glück, dass ich heute der Erste gewesen bin, der die Trophäe für das Reittier hier bekommen hat, in Bronze, in Silber und in Gold nicht, weil für die Bedingungen für diese Pokale sind einmal 100 Gold, 1 Million Gold und dann 100 Millionen Gold durch die Umweltprämie zu verdienen. Und dann hätte ich auch diese hier bekommen. Ja, aber weil ich mir das nur einmal geholt habe für 14 Tage, habe ich die natürlich dann wiederum nicht mehr bekommen. Die haben sich dann wiederum andere geholt. Das heißt, andere haben sich diese Trophäe hier schon gegönnt. Und das können wir jetzt auch machen, aber diese kriegen wir jetzt halt nicht mehr in Schimmernd. Und der Unterschied ist halt, dass die Leute, die dann halt eben auf Platz 1, 2 oder 3 sind, ihr seht das ja auch hier rechts, unterschiedliche Ruhmespunkte bekommen. Ja, sind diese runden Kreise hier, diese Ruhmestaten. Ja, und die sind auch hier bei euch in eurem Profilbild hier zu sehen. Und die sind für die Ruhm-Ehrenhalle halt eben zuständig. Ihr seht, ich bin hier auf Platz 3 gerade. Die Unterwelt-Ehrenhalle gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es dafür die Ruhm-Ehrenhalle. Und ich bin absolut random auf Platz 3 gelandet, obwohl ich den ganzen Tag eigentlich nicht gespielt habe. Okay? Außer heute Morgen halt, direkt meine Alu. So, dann war ich unterwegs. Das heißt, ich bin auf Platz 3, obwohl ich nicht gezockt habe. Aber ich habe halt eben das Glück gehabt, einmal random, ohne dass ich wusste, dass diese Trophäe kommt, den Greifendrachen geleast zu haben. So, und dadurch zweimal schimmernde Trophäen bekommen habe. So.
Und das ist halt eben für diese Ruhmes-Ehrenhalle da. Und Stiefelkotzer hatte halt eben, ja, das Glück gehabt, er war halt zum richtigen Zeit am richtigen Ort, hatte den Preview-Client im Blick gehabt und hat sich halt dort eben alles geholt, was halt eben ging, ja. Und konnte sich halt jetzt darüber schon hier diese Titel holen. Das ist ein Unterschied, den musste ich jetzt auch erstmal so ein bisschen lernen. Du hast halt einmal die Taten und einmal die Titel. Ja, diese Taten, also ich nenne sie einfach mal Trophies, die bekommst du halt, indem du hier diese Aufgaben erfüllst, okay? Und wenn du von den richtigen Set die richtigen Aufgaben erfüllst, die richtigen Trophies bekommst, dann bekommst du auch die richtigen Titel dafür, okay? Und das sind immer Vierer-Sets, die man sich hier quasi ergrinden muss. Zum Beispiel haben wir jetzt hier den Thronfolger. Das ist so das Leichteste, was wir machen können. Bei den Titeln selbst gibt es auch nochmal Platz 1, 2 oder 3. Da ist dann der Titel auch schimmernd. Zum Beispiel, wenn wir hier auf Robin gehen, der hat hier sich auch den Titel geholt, Thronfolger, und hat halt hier den die schimmernde Klorolle, ja, GG's an der Stelle, hier auch direkt im Profilbild zu sehen, okay? Ich kann mir das jetzt auch holen, weil ich jetzt quasi hier alle Titel schon habe, alle Taten schon habe, und ihr seht das hier, ich habe die alle 4 jetzt schon beisammen. Allerdings, und das ist ein bisschen unübersichtlich, du brauchst halt alle 4, um diesen Titel freizuschalten. Und ihr seht ja, der ist bei mir noch ausgegraut. Das heißt, ich habe ihn noch nicht. Mir fehlt halt hier bei der Reittier noch diese eine Statue, die wir uns halt jetzt holen werden durch die Umweltprämie. Und dadurch können wir dann den Titel freischalten. Aber halt nicht mehr entschimmernd. Okay, das Ding ist halt durch. So, das will ich euch jetzt nur noch mal ganz kurz zeigen, damit wir das mal hier im Video präsentiert haben. Dann gehen wir jetzt hier mal auf das Reittier und ja, melken jetzt mal einfach den Greifen hier durch, bis wir jetzt auch die letzte Trophäe hier bekommen haben. So, jetzt haben wir hier die Reiterei in Gold, kassiere Gold aus der Umweltprämie, und wir bekommen hier halt eben nur 20 Ruhm, weil wir halt eben zu spät sind dafür. Ja, das haben sich alle andere weggeschnappt, und diese Ruhmpunkte sind halt eben, wie gesagt, dafür da, um in der Ruhmes-Ehrenhalle hier relativ weit oben zu stehen. Okay, das ist halt deswegen vielleicht interessant für die Leute, wenn man in die internationale Ehrenhalle geht, kann man halt hier eben auch in der Ruhmes-Ehrenhalle sehr weit oben mitspielen. Beziehungsweise kann man halt eben daran teilnehmen und hier halt eben in der IHOF halt auch stehen, in der Ruhm-Ehrenhalle. Ist für mich durch das Ding, weil ich halt einfach den Zeitpunkt heute verpasst habe. Und das, muss ich sagen, ist mir ein bisschen zu sehr random, beziehungsweise, ja, wenn es da kein Reset gibt, um halt den Spielern wieder erneut eine Chance zu geben, um halt wieder an diese Trophäen zu kommen, dann ist das Ding für mich für immer durch. Ja, das Ding ist für immer durch. Ich habe niemals mehr die Chance, hier halt eben reinzukommen, weil, ja, halt eben manche Spieler zur richtigen Zeit an richtigen Ort gewesen sind und halt nicht vielleicht tagsüber unterwegs waren und dadurch halt eben, ja, in der Ruhmes-Ehrenhalle sich extrem viele Punkte ergrinden konnten, weil sie schon alle, ja, Titel und Taten schon zusammensammeln konnten, so. Ja, deswegen, ich würde es cool finden, wenn es da auch vielleicht irgendwie ein Reset geben würde. Auf der anderen Seite ist es halt eben auch ein sehr krasses Prestige, der Erste zu sein, der diesen Titel oder diese Tat quasi auf den Server erreicht hat. So, ne? Also irgendwie ist es ja auch geil, sag ich mal, der Erste in irgendwas so zu sein. Aber es ist halt für die anderen, die halt eben, ja, für die anderen ist es halt eben einfach gelitten, ist halt einfach Pech. So, muss man nur sagen, ist halt einfach Pech. Und genau. Was halt ganz geil ist, da werde ich auf jeden Fall drauf grinden. Und da habe ich auch schon gesagt, okay, das ist meine Trophäe, die werde ich mir holen. Da wird es einen 24-Stunden-Stream rausgehasselt, keine Ahnung, bis wir das Ding irgendwie ja, vervollständigt haben. Weil das Ding will ich auch bei mir ausstellen. Und zwar diese Unsterblichkeitstrophäe hier. Bezwinge den Legendary Dungeon ohne zu sterben. Also, was heißt das? Zero Death Run. Ja, da müssen wir einen Zero Death Run raushauen, um hier die bronzene Trophäe zu holen. Und wenn wir der Erste sind, der einen Zero Death Run machen, dann sind wir hier auf Platz 1. Dann haben wir die bronzene, dann können Platz 2 und Platz 3 die auch noch in Schimmern bekommen. Die ersten 3 bekommen die immer in Schimmern, aber es gibt nur Platz 1, 2 oder 3. So, dann für die nächste
In Silber müssen wir dann 2 Zero Death Runs machen. Insgesamt sind das mit dem ersten dann schon 3, denn nachdem die erste Trophäe erfolgreich geclaimed worden ist, fängt das Ganze wieder von 0 an. Also das fängt nicht wieder mit 1 an und dann brauchen wir 2, sondern dann brauchen wir für die zweite Trophäe schon insgesamt 3. Also 2 für die silberne plus halt eben den einen für Bronze sind schon 3. So, da brauchen wir 3 Zero Death Runs und hier für die goldene brauchen wir halt eben auch nochmal 3 separate. Das heißt, wir brauchen insgesamt 6 Zero Death Runs, um die goldene Trophäe hier in schimmernd zu bekommen, ja, und da reicht es halt eben aus, Platz 1, 2 oder 3 zu sein. Alle 3 bekommen die halt in schimmernd, nur der erste, zweite und dritte bekommt halt eben mehr oder weniger Ruhmpunkte für die Ruhmes-Ehrenhalle, kann man so sagen, ja, und genau, da haben wir uns jetzt so ein bisschen die ganzen Titel mal durchgeschaut und ihr seht hier schon, wie gesagt, es gibt hier auch viele Sachen, die wurden schon vorab verdient, zum Beispiel alte Server. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Level oder so erreicht hast, wie zum Beispiel hier Level 666, okay, dann hat keiner quasi die Chance, diese in Schimmer zu bekommen, weil Leute die schon vorher freigeschaltet bzw. freigespielt haben. So. Unten sieht man noch, wie viele Spieler das erreicht haben. Das finde ich persönlich sehr cool, muss ich sagen. Zum Beispiel, wenn wir hier Bedingung 111.1100, hier Summe deiner Basiswerte, Stärke und Ausdauer erhöht hier als Beispiel, ja, dann haben das hier 255 Spieler bisher nur erreicht. Ja, das finde ich tatsächlich ganz interessant, wenn man mal hier so die ganzen Seiten durchgeht. Ich gehe das hier nochmal ganz kurz durch. Verdiene Achievements hier, haben 162 hier erreicht in Golden. So, hier kaufe oder erhalte Epics. Da muss man zum Beispiel 100 für die erste, 300 für die zweite und 600 für die dritte kaufen. Oder halt eben erhalten. Und da braucht man 1000 Epics für diese Truhe halt eben. Ja, das ist schon ganz schön viel. Okay, und so sieht das Ganze hier dann im Prinzip aus. Das sind hier die ganzen Achievements, beziehungsweise halt eben Titel und Taten, die man hier so bekommen kann. Ja, trinke Bier in der Taverne, finde ich eigentlich auch ganz geil. Werden wir auch gleich nochmal reingehen ins Inventar und uns mal die Trophäen ausstellen. Das will ich auf jeden Fall auch nochmal durchgehen. So, ne, hier ein paar Gilden-Trophies haben wir hier am Start. Besiege Monster in den Dungeons, ist auch schon vorab verdient, sind wir aber noch nicht ganz durch. Wirbelwind ist hier auch von 0 Spielern erreicht tatsächlich. Also eigentlich könnte man hier sagen, okay, vorab verdient, es hat noch niemand verdient, so mäßig, ja. Genau, dann haben wir hier einmal Gebäude. Jetzt habe ich hier gerade schon angefangen, ein paar erste Festungskämpfe zu machen. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht, weil wir jetzt halt auch wieder Ressourcen brauchen für halt diesen Festungstitel oder Tat, weil wir hier halt eben einfach die Ressourcen bzw. Stein brauchen, die wir anderen Spielern abknüpfen. So, hier Glücksteine erhalten, so 13 für die erste, 44 für die zweite, 89 für die dritte. So, dann braue Tränke bei der Hexe. Das haben wir ja eben gerade schon im Intro gemacht und habe ich euch gezeigt. Hier konnten wir nochmal eine schimmernde Trophäe abgrasen, weil wir hier quasi auf Platz 3 gewesen sind. Das heißt, wir haben uns gerade noch so eine schimmernde Trophäe abgesneakt und ihr seht auch, das ist bisher nur von 7 Spielern erreicht worden. Das heißt, kurz nach mir haben jetzt andere Spieler sich auch noch die Trophäe geschnappt, aber halt nicht mehr in schimmernd, weil das nur die ersten 3 bekommen. Da habe ich nochmal Glück gehabt und habe nochmal schnell meine ganzen Tränke, hier meine ganzen Früchte weggehauen, dass ich das Ding hier auf schimmernd bekomme. Und ja, jetzt werden wahrscheinlich ein paar Leute hier noch nachziehen. Zum Beispiel hier 1000 Früchte. Tränke brauen bei der Hexe, 1000 Tränke müssen gebraut werden. Ja, hat bisher nur ein Spieler erreicht, zum Beispiel hier. Ne? Hier sind 7, hier sind 12. Okay, wirf Gegenstände in den Kessel der Hexe. Ja, habe ich auch noch nicht viel. Pets füttern, besiege Petrudel, auch ganz interessant. So, dann nächste Seite hier, Schmied-Achievements. Es werden auch definitiv noch neue mit dazukommen. Safe, gehe ich von aus. So, hier ist auch wieder das Ding, vorab verdient, ja. Die Aura-Stufe 300 hat hier auch noch niemand bisher. Ja, hier auf 150 haben schon einige. Dann die letzte Seite haben wir dann hier den Arena-Manager einmal. Dann haben wir hier das Unterwelt. Muss ich auch noch gucken, dass ich das irgendwie mache, weil in der Unterwelt
ja, habe ich hier maximale Seelen. Ich muss aber Seelen verdienen. Okay. Geht nicht so einfach. Ich muss auch mal wieder, keine Ahnung, was ausgeben hier, um halt eben was zu leveln. Das heißt, das Ding, da können wir tatsächlich auch noch ein bisschen Progress machen. Sammle Seelen von angelockten Helden. Hole Gold aus der Goldgrube. Ja, erhöhe die Stufen deiner Goblins, Trolle oder deines Wächters. Können wir auch noch ein bisschen hier verbessern. Irgendwas, keine Ahnung, irgendwas random hier hochziehen. Ja, das würde auch gehen. Okay. Man muss hier auch nicht unbedingt den Wächter hochmachen. Wir können ja auch einfach das hochziehen hier. Keine Ahnung. Dann wären wir noch ein paar Seelen los. Und halt eben ein bisschen Gold. Kann man hier auch gedrückt halten? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, das ist ja ätzend. Also das Ding, ich weiß nicht, ob sich das, haben sich das Spieler auch schon gegönnt hier. Ansonsten könnte man da halt eben auch nochmal gucken. Ja, okay, da sind wir auch schon, das meine ich halt, ne? Da sind wir halt eben auch schon raus aus der Thematik, weil, ach nee, das ist, warte mal, das war das hier. Ach, das ist schon vorab verdient. Okay, das kann sich tatsächlich keiner holen, weil das Leute schon vorab erreicht haben. Aber das können sich noch Leute holen hier. Aber da sind wir halt eben auch schon raus. Ja, okay, dann haben wir einmal das. Und hier die Heldentitel, das sind halt eben die Sachen, die sich aus den Trophies zusammensetzen, so, ne? Das lädt hier nochmal ab und zu, oder halt auch eben nicht. Gut, hat jetzt keinen Bock, aber ich glaube, das habt ihr ja eben schon einmal gesehen hier, wie das ausgesehen hat. Dann gehen wir nochmal ganz kurz, wir gucken da gleich nochmal rein, in unser Ruhmesregal. Dort können wir jetzt diese ganzen Sachen hier ausstellen. Hier oben den Titel. Stimmt, den Titel, warte mal, ich lade mal einmal neu. Den müssten wir jetzt eigentlich bekommen haben, weil wir ja auch die Trophy gerade bekommen haben für die Umweltprämie. So, wir gucken nochmal rein und dann schauen wir nochmal zu den Titeln. Das müsste jetzt da sein, das Ding hier eigentlich. So, einmal laden bitte. Ne, also hier steht 0 von 12. Keine Ahnung. Ah, doch. Okay, ja, lol, ich weiß. Dann muss es buggy sein. Also wir haben ja hier alles erreicht, denke ich mal, soweit. Dann, oder? Oder vielleicht fehlt uns irgendwo anders noch eine Trophäe. Das weiß ich jetzt aber nicht. Aber theoretisch haben wir hier alle 4 Stück jetzt zusammen so. Das andere Ding haben wir auch. Eigentlich müsste ich das Ding bekommen. Halt nicht mehr in schimmernd, aber generell. So, ihr seht ja jetzt auch hier das Ding. Da sind wir auf der 6. Spieler sind wir jetzt hier, der das vervollständigt hat tatsächlich, aber halt nicht mehr in schimmernd bekommen. Ja, also keine Ahnung, ich kann jetzt momentan halt keinen Titel ausrüsten, weil ich keinen Titel habe. So. Aber ich kann hier halt eben meine Trophäen ausrüsten und da können wir halt eben gucken, okay, haben wir hier irgendwo was Schimmerndes am Start, jo, das können wir reinhauen hier, zack, dann hat man hier die schimmernde Trophäe. Dann haben wir hier noch das Teil hier, okay, haben wir in schimmernd und jetzt könnte man sagen, okay, das Ding hier, dann haben wir hier das so ein bisschen hier variiert auf jeden Fall. Man könnte sich auch, wenn man jetzt sagt, okay, das Teil finde ich jetzt hier auch relativ lustig, kann man sich hier das halt auch reinziehen so, ne? Aber das kann man halt eben ganz individuell variieren. Jo, Ego Leipzig mit dem Raid am Start. Moin, grüß dich, mein Bester. Hallöchen. Ey, ich gehe gleich drauf ein. Wir sind gerade in der YouTube-Aufnahme hier am Start. Ey, vielen herzlichen Dank für deinen Raid, mein Bester. Ich hoffe, du hast einen schönen Stream gehabt. Ja, und vielen herzlichen Dank für den Raid. Herzlich willkommen an alle Raider. Ja, sind hier gerade auf F9 und gucken uns das neue Update an. Wie gesagt, gerade in der YouTube-Aufnahme. Jo, also das auf jeden Fall dazu. Hier kann man sogar noch die Filter dann einstellen, je nachdem. Hot, letzten 7 Tage, Bronze, Silber, Gold und so weiter und so fort. Also das geht halt eben auch so, ne? Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall, ja, da kann man ja individualisieren. Wie gesagt, ich habe halt jetzt einfach leider keinen Titel. So, sonst hätte ich euch das jetzt auch gezeigt, aber das sieht halt im Profil dann halt eben einfach, ja, wenn man hier in die Ruhmesehrenhalle geht, so aus, ne? Und das schimmert halt eben oder schimmert halt eben nicht. Ne? Je nachdem, ob man halt eben unter den ersten 3 gewesen ist auf jeden Fall. Ne? Da kann man ja halt auch hier über das Tab-Fenster reinschauen und dann sehen, was hier halt eben so ausgerüstet worden ist. Also hier sieht man das auch nochmal. Hier wurde halt, glaube ich, noch gar nichts ausgerüstet. Hier schimmert auch übrigens der Titel nicht, ja, weil, ja, hier der Stiefelkotzer auf Platz 15 gewesen ist. Dann schauen wir nochmal ganz kurz in den Schwarzmarkt rein, denn man kann sich hier tatsächlich auch, ja, wie soll ich sagen, Skins für sein Ruhmesregal holen, für 799 Pilze
muss man sagen, okay, will man das nicht? Ja, ist halt zum Flexen da, ob man es hat oder nicht, macht keinen Unterschied. Aber ich muss sagen, ich fand das hier in der Mitte ganz nice. Man kann sich das auch tatsächlich anschauen, wenn man hier draufklickt und dann auf das Auge geht, dann sieht man hier, aha, okay, so würde das dann jetzt bei mir aussehen. Ja, dann haben wir hier einmal den Schatzhüter, muss ich sagen, finde ich ganz nice. So sieht der Schatzhüter aus hier mit dem Drachen, das ist ganz cool. Wenn man hier jetzt einen Titel hätte, könnte man ihn hier schön hinzufügen. Habe ich momentan nicht, ja. Und dann haben wir einmal den Royal, ja, das royale Regal sozusagen. Und das sind hier quasi die Skins dann für die Regale, genau. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich war den ganzen Tag unterwegs, bin trotzdem random Platz 3, aber mir wurden halt eben etliche Titel halt eben einfach weggeschnappt, weil ich halt einfach den ganzen Tag unterwegs war und nicht am PC. Deswegen habe ich da halt eben nachhaltig anscheinend, wenn sich das nicht resettet, nie wieder die Chance, sowohl in die Ruhmes-Ehrenhalle, in der internationalen Ehrenhalle zu kommen, als auch mir diese Pokale zu schnappen in den, ja, wie soll ich sagen, schimmernden Varianten. Deswegen, ja, ist es jetzt einfach mein Ziel, beim nächsten Legendary Dungeon dann einfach das Ding hier durchzuknallen und diese Unsterblichkeitstrophäen hier zu holen. Die kann man sich dann alle 3 dann ausstellen. Und ja, dann ist das Ding durch für mich hier soweit. Ne? Ansonsten finde ich das Update eigentlich ziemlich nice. An sich so, es ist mal ein bisschen Abwechslung, man kann hier so hier und da auf verschiedene Sachen grinden, man sieht hier relativ gut, wie viele Spieler auf der Welt das hier schon freigeschaltet haben, was halt auch ganz nett ist so, ne? Ja, aber es ist halt einfach absolut random, je nach Zeitpunkt, wann das Update halt eben rauskommt, genauso bei euch halt eben auch, ne? Das Ganze ist ja jetzt hier auf F9 schon verfügbar, ob das Update jetzt um 0 Uhr direkt erscheint weltweit oder erst um 12 oder um 16 Uhr, wann das rauskommt, ja, muss man dann halt gucken, je nachdem, wie schnell ihr halt eben dann gerade zufällig zu Hause seid oder halt eben nicht, habt ihr halt eben die Chance, alles zu holen, oder halt eben nicht. Ja, das ist das Ding. Ihr könnt alles holen und die Ruhmes-Ehrenhalle wird danach entschieden, wer ist der Schnellste. Ja, nicht wer ist am weitesten, wer ist das und das, sondern wer ist gerade in dem Moment der Schnellste. Und da muss ich sagen, das ist halt leider schade. So, ja, das ist so das Ding. Deswegen, das finde ich ein bisschen doof, vor allen Dingen, weil man halt eben auch in der Ruhmes-Ehrenhalle hier am Start ist und dagegen andere Leute so battlen kann anscheinend oder sich ausstellen kann, keine Ahnung. Und wenn das so wie die normale IHOF funktioniert, dann zieht dort halt eben auch immer nur der Erste des jeweiligen Servers ein, der halt auch in der Ruhmes-Ehrenhalle auf Platz 1 ist. Und das halt eben der sich die meisten Trophys geholt hat. Ne? Deswegen, ja, müssen wir mal schauen, wann das Update halt eben rauskommt. Wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon draußen. Aber genau, das ist so jetzt erstmal so meine erste Meinung dazu. Ich denke mal, da wird noch viel dran geschraubt und gearbeitet werden und so weiter und so fort. Alleine das Ding hier, dass ich auch den Titel jetzt hier schon nicht ausrüsten kann, ist auch schon so ein Ding. Obwohl wir hier eigentlich die jeweiligen Trophäen, alle 4 Stück davon haben. So, ja, das ist halt mindestens 10, mindestens 20, ja. Ja, das ist halt so das Ding. Vielleicht fehlt mir noch irgendwo eine Trophäe, aber trotzdem sind hier visuell schon alle 4 da. Das ist halt ein bisschen verwirrend. Oder es ist halt einfach noch ein Bug. Keine Ahnung. Ja, schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht, was ihr so zu den Updates sagt. Am Ende des Tages muss man halt einfach sagen, ja, es bringt einen jetzt spieletechnisch nicht weiter. Das ist halt eigentlich wirklich einfach nur zum Flexen. Es ist einfach nur Kosmetik. Es ist einfach nur zur Schaustellung, wer hat den größten Pilzpenis so. Ja, das klingt ein bisschen räudig, aber so ist es halt nun mal. Und deswegen kann man das natürlich auch alles nicht so ganz kritisch betrachten, wie ich es jetzt halt eben so mache, ne? Aber ich bin halt jemand, ich collecte halt gerne Dinge in dem Game, ich collecte gerne Achievements, Items, Einträge, Trophäen, so, und da möchte ich halt schon immer sehr gerne vorne mit dabei sein. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass es halt einfach so komplett random entschieden worden ist, wer halt jetzt gerade der Schnellste ist. So, ne? Deswegen, ja, das auf jeden Fall erstmal so meine erste Meinung, mein erster Eindruck zu dem Update. Wie gesagt, lasst mich gerne eure Meinung dazu wissen. Ansonsten war es das soweit mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Grüße gehen raus an den Chat hier an der Stelle. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.